Herzlich willkommen! In diesem Video wollen wir euch das korrekte Anschüren eines Holzofens zeigen. Ich bin der Benjamin Troff und bin im Vertrieb bei den Wolfshöher Tonwerken. Bitte bedenkt, dass wir euch mit dem Video eine reine Hilfestellung geben wollen und in jedem Fall die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten ist. Durch das richtige Anzünden und Feuern helfen wir, eine saubere Verbrennung zu erzielen und die Emissionen wie zum Beispiel den Feinstaub zu verringern. Für eine saubere Verbrennung brauchen wir naturbelassenes und trockenes Holz. Trocken bedeutet in diesem Fall, dass wir den gesetzlichen Grenzwert von 25% unterschreiten. Weiterhin brauchen wir Anzündhölzer, maximal fingerdick, trocken natürlich auch. Was dann noch weiterhin sehr wichtig ist, sind Anzünder. In diesem Fall haben wir sehr schöne selbstgebastelte Anzünder. Wichtig ist, dass sie natürlich sind, aus Holz, Wachs und hier in diesem Fall Eierkarton. Wir möchten euch jetzt nochmal im Detail zeigen, wie wir am besten das Holz stapeln. Bei dem Holzstapeln ist es wichtig, dass jedes Holzscheit ordentlich mit Verbrennungsluft umströmt wird. Dies lässt sich am besten in einer kreuzweisen Schichtung durchführen und mit genügend Abstand zwischen den einzelnen Holzscheiten. So hat die Verbrennungsluft, egal bei welcher Verbrennungsart, die Möglichkeit, das Holz gut zu umströmen und die Verbrennung zu unterstützen, indem sie viel Sauerstoff hinzufügen kann. Wir haben in unserem Fall eine rostfreie Verbrennung. Bei der rostfreien Verbrennung kommt der Sauerstoff hauptsächlich im mittleren bis oberen Bereich zu der Verbrennung hinzu. Deswegen zünden wir in diesem Fall bei diesem Ofen im oberen Bereich an. Wenn ihr ein Gerät habt mit einem Rost, kommt die Verbrennungsluft hauptsächlich im unteren Bereich hinzu. Da ist es wirklich für euch am besten, das Holz, die Flamme von unten zu entzünden. So sorgen wir dafür, dass wir in beiden Luftversorgungsarten die Verbrennung am besten unterstützen mit genügend Sauerstoff und dementsprechend auch eine saubere Verbrennung erzielen. Wie wir jetzt sehen, entzündet unser natürlicher Anzünder unser Anzündholz richtig schön und wir haben ein schönes Flammenbild oben. Da wir bei diesem Ofen eine automatische Abbrandsteuerung haben, brauchen wir in Hinsicht auf Stellung des Luftschiebers nichts weiter zu beachten. Wie bei einer manuellen Steuerung der Luftschieber und die Drosselklappen zu bedienen sind, zeigen wir euch in einem separaten Video. So, und wenn wir den Ofen angeschürt haben, bleibt uns nur noch übrig, das Feuer zu genießen und uns einen schönen Abend zu machen.